Sprechen kann ich darüber jetzt mit Professor Christian Waldhoff, Professor für öffentliches Recht. Willkommen hier bei Welt. Guten Tag. Was halten Sie denn von diesem Antrag? Ich bin skeptisch, muss ich ehrlich gesagt sagen. Und zwar aus meiner Erfahrung als Prozessvertreter für die obersten Verfassungsorgane im NPD-Verbotsverfahren. Eine richtige Einschätzung könnte man dann abgeben, wenn man die Materialsammlung der Sicherheitsbehörden kennen würde. Die kenne ich nicht. Ich gehe davon aus, dass es so etwas gibt. Bestimmte Leute werden die auch kennen, aber eine wirklich seriöse Abschätzung der Erfolgsaussichten eines solchen Antrags, dazu bräuchte man das Material, das die Sicherheitsbehörden gesammelt haben. Jetzt sagt der parlamentarische Geschäftsführer der CDU-Bundestagsfraktion Thorsten Frey sogar, so ein solches Verbotsverfahren, das könnte kontraproduktiv sein, weil dann müsse man ja im Vorfeld alle V-Leute abziehen und dann wiederum könne man kaum die entsprechenden Beweise sammeln. Was sagen Sie dazu? Es ist so, dass sobald der politische Beschluss gefasst worden wäre, ein Verbotsverfahren zu starten auf der Führungsebene, auf sämtlichen Führungsebenen dieser Partei, in der Tat, falls da V-Leute vorhanden sind, diese müssten dann abgeschaltet werden. Führungsebene heißt der Bundesvorstand und die Landesvorstände und auch die Vorstände der Teilorganisationen, etwa der Jugendorganisation. Und das würde in der Tat die Materialsammlung der Sicherheitsbehörden natürlich behindern. Dann wäre, wenn es das denn gibt, was ich natürlich nicht weiß, ein wichtiger Zugang zu Informationen aus dieser Partei versperrt. Und welche Auswirkungen hat das jetzt auf die politische Landschaft beziehungsweise auch für ein mögliches Verbotsverfahren, wenn jetzt der Verfassungsschutz in diesem Jahr tatsächlich zu der Einschätzung kommt, dass die gesamte Partei bundesweit als extremistisch gesichert, rechtsextrem einzustufen ist? Also wenn der Verfassungsschutz für seine Arbeit das einschätzt, und das tut er ja schon für einige Landesverbände, da gibt es ja auch schon bestätigende Gerichtsurteile zu, ist das nicht der Maßstab, den das Bundesverfassungsgericht an ein Parteiverbot anlegen würde, sondern der Maßstab ist viel niedriger. Dieser Maßstab gesichert extremistisch im Sinne der Verfassungsschutzgesetze bedeutet, dass die Verfassungsschutzbehörden bestimmte nachrichtendienstliche Mittel einsetzen dürfen. Das ist aber noch nicht dasselbe wie die Verfassungsfeindlichkeit der Partei, die dann nur das Bundesverfassungsgericht verbieten könnte. Jetzt macht aber natürlich viele wütend, dass die AfD die Regeln der Demokratie benutzt, um genau diese Demokratie zu schwächen, ihr zu schaden. Das hat man ja jüngst erst gesehen bei der Eröffnung des Thüringer Landtags, wo dann erst das Landesverfassungsgericht diese Eröffnung überhaupt möglich gemacht hat. Also welche Möglichkeiten gibt es denn juristisch tatsächlich dagegen vorzugehen? Also das, was in Thüringen bei der Landtagskonstituierung passiert ist, wäre in der Tat ein geeignetes Beweisstück für ein Verbotsverfahren. Aber es wäre ein Mosaikstein und es wären Hunderte, vielleicht sogar Tausende solcher Mosaiksteine erforderlich. Das heißt, der Vorfall an sich ist schon verfassungsfeindlich, weil die parlamentarische Demokratie da bewusst lächerlich gemacht werden soll. Und das wäre ein Grund, also ein Teilgrund für ein Verbot. Aber das ist in den anderen Landtagen bisher so nicht passiert. Es ist im Bundestag bisher so nicht passiert. Es ist bisher eher vereinzelt. Und man müsste nachweisen, dass das flächendeckend das Ziel ist. Und das wird nicht ganz einfach sein. Allerdings in dem Fall eben, das Landesverfassungsgericht hat das wieder gerade gerückt, hat die Regeln durchgesetzt, die dort gelten. Aber was ist jetzt, wenn zum Beispiel dieses Landesverfassungsgericht eben auch unterlaufen ist? Wir erleben das ja schon in den USA zum Teil, da mit dem obersten Gerichtshof, der jetzt eben sehr konservativ besetzt worden ist, dann das Abtreibungsrecht zum Beispiel gekippt hat. Jetzt gab es hier ja eine Initiative, um eben die Verfassung zu sichern. Was halten Sie davon? Also, dass jetzt in Deutschland die Verfassungsgerichte gekapert werden, die USA sind gar nicht das Hauptbeispiel, Polen ist eigentlich das Hauptbeispiel. Die Gefahr sehe ich jetzt nicht. Was viel gefährlicher ist, und das betrifft Thüringen wegen der Mehrheitsverhältnisse im neuen Landtag, dass Nachwahlen, Neuwahlen von Richtern blockiert werden könnten. Denn die brauchen dort auch eine Zweidrittelmehrheit. Und die AfD verfügt ja im Thüringer Landtag über ein Drittel, kann also eine Blockadehaltung einnehmen. Und das führt entweder dazu, dass man dann Kompromisskandidaten finden möchte, oder dass die bisherigen Verfassungsrichter im Amt bleiben. Von denen ist keiner von der AfD vorgeschlagen, sodass das thüringische Verfassungsgericht, was ja auch diese Entscheidung gezeigt hat, durchaus zur Verfügung steht, um solche Störaktionen abzuwehren. Und das zeigt, dass es unterhalb der Schwelle des Parteiverbots, das ist ja wirklich die Ultima Ratio, das ist die Atomkanone des Verfassungsrechts sozusagen, um gegen Verfassungsfeinde vorzugehen, es zahlreiche rechtliche Mittel gibt, zum Beispiel das Strafrecht. Herr Höcke, auch Thüringen, wurde strafrechtlich verurteilt wegen unzulässiger Äußerungen. Also das sind dann zwar kleinteilige Mittel, die stellt unsere Rechtsordnung aber durchaus zur Verfügung. Sagt Professor Christian Waldhoff, Professor für öffentliches Recht. Herzlichen Dank für Ihren Besuch hier im Studio. Gerne.